Stellt euch vor, ihr seid gestorben, sind wieder auferwacht, ganz auf einer anderen Welt. Und jetzt werdet ihr befragt, wo hast du dein Leben auf der Erde verbracht? Wo hast du deine Jugend auf der Erde verbracht? Was hast du mit dem ganzen Geld gemacht, das du auf der Erde verdient hast? Und was hast du mit dem Wissen gemacht, das du auf der Erde angeeignet hast? Merkt ihr etwas bei diesen zwei Fragen? Wo hast du dein Leben auf der Erde verbracht und wo hast du deine Jugend auf der Erde verbracht? Obwohl doch Jugend im Leben auch schon inbegriffen wäre. Somit wird auf die Wichtigkeit von Jugend aufmerksam gemacht. So wird im Hadith überliefert. Und jetzt schauen wir mal gemeinsam an, warum Jugend so wichtig ist. Jedes Land wünscht sich eine junge Population. Während sich die alten Leute ausruhen, in Pensionierung gehen oder alles ein bisschen ruhiger angehen, sind junge Leute produktiv, bringen Energie mit, haben ihre Ziele, wollen die erreichen und bringen Bewegung mit. Auch der Islam gibt dem Jugend einen grossen Wert. Und das aus zwei Gründen. Als erstes kommt, dass ein junger Moslem viel Stärke und Energie mitbringt. Er hat sein Ziel, will etwas bewegen und kann somit im Islam und den Menschen, seinen Mitmenschen sehr nützlich sein. Als zweiter Punkt kommt, dass ein junger Moslem sehr viel abgelenkt wird. Er muss Stärke beweisen, um all die Ablenkung auf Seite zu tun und sich im Allah zu widmen. Weil ein junger Moslem ist die Hauptzielgruppe vom Shaitan. Oder denken ihr, dass das Gebet von einem Alten und von einem Jungen gleichgestellt ist? Der Mensch ist ein Angewohnheitstier. Das liegt daran, dass unser Gehirn unsere Tätigkeiten, die wir immer wieder wiederholen, bei uns im System speichert. Und wenn wir sie dann nochmal machen möchten, tut es einfach abrufen. Das führt dazu, dass wir bestimmte Angewohnheiten haben. Also Sachen, die wir machen, ohne dass wir sogar dabei etwas überlegen. Die Angewohnheiten können positiv sowie auch negativ sein. Zu positiven Angewohnheiten kann man als Beispiel geben, zum Beispiel, dass man immer Zähne putzt, bevor man ins Bett geht. Als negatives Beispiel kann man geben, jemand, der sich vielleicht beim Reden flucht, ohne dass er das merkt. Am schlimmsten jedoch ist es, wenn ein Moslem Sünde zu Angewohnheiten macht. Das heisst, er tut die Sünde begehen und tut den Kopf dabei nicht einmal einschalten. Das hat sich bei ihm schon automatisiert. Und genau dann braucht es einen Warner. Einer, der ihm sagt, hey, du merkst es vielleicht nicht, aber das, was du machst, ist nicht gut und du solltest aufhören damit. Und was denkt ihr, wer ist wohl der beste Warner? Ramadan ist ein guter Warner für uns. Das Fasten im Ramadan hat mehrere Aspekte für einen jungen Moslem. Als allererstes erinnert es uns wieder, dass wir Allah brauchen und nicht umgekehrt. Aus persönlicher Sicht kann man im Ramadan mehr Gebet machen, die vielfach belohnt werden und dadurch kann man Allahs Segen gewinnen. Ramadan hat auch eine soziale Ader. Es befehlt uns eigentlich, den Armen zu helfen und unsere Zunge gegenüber anderen zu hüten. Am wichtigsten in Ramadan, vor allem beim Fasten, ist es, dass wir lernen, unseren inneren Trieb zu kontrollieren. Hunger ist einer der stärksten Triebe, die der Mensch hat. Das kann man ganz einfach mit einem Beispiel erklären. Stellt euch vor, ihr habt eine Woche lang nichts gegessen und plötzlich steht vor euch ein schönes Auto, ein schönes Haus, das Spiel, das ihr immer wollt, alles Mögliche und den Teller essen. Und mir sagt, eins dürft ihr auswählen. Bei uns allen wird die Entscheidung aufs Essen fallen. Das zeigt, Essen, also Hunger, ist einer der stärksten Triebe, die der Mensch hat. Und wer das kontrollieren kann, auch die anderen Triebe kontrollieren. Eigentlich sagt uns Allah, Ramazan ist ein intensives Moslem-Training, vor allem für junge Moslems. Allah zeigt uns in einem Monat, wie er uns gerne hätte. Und das nicht nur im Ramadan, sondern über das ganze Jahr. Nur in Ramazan wird das konzentriert und trainiert. Hazreti Ömer radiallahu an, einer der Anführer der Moslems nach Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, ein Alter, der betet, habe ich gern, aber ein Junge, der betet, den liebe ich. Es gibt auch mehrere Sahih Hadith, die sagen, der schönste Mensch in Allahs Augen ist ein junger Moslem, der der Sünde fernbleibt. Das alles zeigt eigentlich, dass das Gebet und das Fasten von einem jungen Moslem einen höheren Stellenwert hat, wie das Fasten und das Gebet von älteren Personen. Und das aus einem einfachen Grund. Während der junge Moslem die nötige Energie, die nötige Kraft und viel die stärkere innere Trieb hat, der Sünde nachzugehen, kann sich eine ältere Person in Ramazan zurückziehen. Wir können also sagen, ein junger Moslem fastet in härteren Bedingungen als eine ältere Person.
In Sahih Hadith wird erwähnt, dass es solche wird geben, wo fasten werden, aber als Belohnung nur ihren Hunger und ihren Durst werden mitnehmen. In Allahs Augen wird ihres Fasten gar keinen Wert haben. Das sind solche, die nicht verstanden haben, warum man fastet, die den Sinn vom Ramazan, vom Fasten nicht verstanden haben, die nicht verstanden haben, warum man mit den Augen fastet, mit der Zunge fastet und mit dem ganzen Wesen fastet. Eins möchte ich euch noch auf den Weg geben, liebe junge Moslems. Während Allah sagt, deine Jugend hast nur einmal, nutze es gut aus, die Zeit wirst du nie wieder bekommen, sagt uns der Shaitan, du bist noch so jung, dass alles kannst auch später machen. Lasst euch also vom Shaitan nicht in die Irre führen und nutzt eure Jugend aus, um Allahs Gunst zu gewinnen.